Ich denke immer viel nachts nach, wach dann plötzlich auf und denke, oh, du hast was vergessen in deinem Leben. Und da ist mir eingefallen, ich habe vergessen, mir Gedanken darüber zu machen, wie es mal weitergehen soll. Okay, dann stellt euch doch mal gern kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? Also, ich bin Ramona Köppen und das ist mein Mann neben mir Ich bin der Matthias. und wir betreiben diesen Saal hier in Krenzlin. Ab 94 ist mir dann irgendwann mal ja doch in den Kopf gekommen, was mache ich eigentlich, wenn ich mal alt werde und vielleicht nicht mehr so kann. Da sind wir auf die Idee gemeinsam gekommen, ein älteres Objekt zu kaufen, zu sanieren und zu vermieten. Ja, und dann bin ich eigentlich bestimmt 1,5 Jahre in Neuruppin auf Suche gewesen, bis mir wieder eines Nachts der Einfall kam, bist du denn völlig bekloppt? Hier steht doch eigentlich eine alte Gaststätte und die steht schon seit der Wende leer und versucht da mal die irgendwie zu kriegen. Ja, dann haben wir das Objekt gekauft und haben dieses Objekt 5 Jahre lang saniert. Und erst die Wohnung fertig gemacht. Noch zum Schluss dann großer Saal, ja, was mache ich damit? Aber in dieser Bauphase von 5 Jahren haben mich, wenn ihr fühlt, jeder Krenzliner angesprochen und hat irgendeine Geschichte hier zu diesem Saal gehabt, was sie hier schon erlebt haben. Und da habe ich gesagt zu Ramona, nee, lass uns mal Kultur machen. Wir versuchen mal Kultur hier reinzubringen ins Dorf und wir bauen diesen Saal wieder als Saal. Diese ganze Geschichte mit dieser musikalischen Entwicklung hat ja einen ganz anderen Ursprung. Kannst du ja mal erzählen, das weiß ich ja bis heute noch nicht, wie du auf diese geniale Idee gekommen bist, Ach so. mir ein Geschenk zu machen, was mein Leben und diesen Saal komplett Verändert hat. Genau. Das war zu deinem 50. Geburtstag. Ich kann mich daran erinnern. Da warst du also in einem Zustand, beziehungsweise das war, glaube ich, gleich nach der Firmenauflösung dort, dass er halt mental in so einem Zustand war, wo es einfach nicht weiterging. Und da ich wusste, dass er in seiner Jugendzeit schon mal die Gitarre angefasst hat, also er wusste, was er da für ein Instrument vor sich hatte, habe ich dann mit meinem Sohn überlegt und dann haben wir beide beratschlagt und sind auf die Idee gekommen, wir kaufen ihm eine Gitarre. Zu seinem 50. Geburtstag dann auch überreicht. Und er stand erst mal da. Was soll ich jetzt damit machen? Aber er hat dann ganz schnell rausgekriegt, dass man das Ding auch benutzen kann. Und hat auch dann letztendlich die Liebe wieder zur Musik für sich entdeckt. Ne? Ja, so ist das eigentlich entstanden letztendlich mit der Gitarre. So bist du zu deiner Musik gekommen. Wollen wir eine Pause einlegen? Ja. Tja, das war nochmal das geilste Geschenk, was du mir gemacht hast in meinem Leben. Ich denke mal auch. Das hat praktisch mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich habe mir mal davor ein paar Jahre mich selber nicht erkannt. Ja, dadurch hat sich das jetzt komplett geändert nochmal so, also mein Leben nochmal geändert mit dieser Gitarre und
habe da mich ja jahrelang auch gequält mit und ja, irgendwie musste ich ja nun mal spielen. Und dadurch kam dann einfach das mit dieser offenen Bühne. Ich habe angefangen damit und alle haben gesehen, Mensch, der kann das ja auch nicht, dann kann ich doch da eigentlich auch hingehen. Hier kann ich das doch mal probieren und so. Und dadurch hat das eigentlich angefangen, dass wir ganz viele begeistern konnten dafür. Wir machen hier nicht perfekt. Es ist natürlich schön, wenn da auch mal jemand steht, der es kann. Aber versucht da einfach mal vor anderen Leuten mal was zu spielen und weil das ja auch nochmal ein ganz großer Schritt nach oben ist, wenn du für dich spielst oder in deinem Familienkreis, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn du einmal da vorne trittst und hier stehen 5 Leute oder 10 Leute und du spielst für die. War also ein genialer Schachzug und dadurch hat sich dann dieser Saal auch so entwickelt. Also das ganze Herzblut, diese ganze musikalische Geschichte steckt jetzt hier drin. In jedem kleinsten Detail ganz viel Liebe und das kriegen wir auch immer wieder zu hören oder zurück von den Leuten, die hierher kommen und glücklich sind. Jo. Die Kultur herzubringen, das ist richtig schwierig. Wir haben auch öfter mal gesagt, es wird nichts, lasst uns was anderes machen irgendwie oder andere Ideen entwickeln, das ist so schwer. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein verrückter Typ bin und habe mir was in den Kopf gesetzt und ich wollte hier unbedingt eine Band haben. Also muss ich gucken, wem finde ich, der Interesse daran hat, überhaupt mal hierher zu kommen. Eins war mir bewusst, wenn man hier war, dann machen wir was. Dann machen wir was zusammen und die kommen auch wieder. Das war mir schon damals klar. Ich bin Bands hinterhergefahren, die mir wirklich gefallen haben. Und da kann ich immer nur wieder sagen, meine Lieblingsband zu der damaligen Zeit war Whistle Stop. Die haben von mir auch eine komplett eigene Wand gekriegt. Und so haben wir es weitergemacht. Die nächste Band war dann Pure Trash, die hängt an der anderen Seite. Wir haben 5 Jahre lang, also die ersten 5 Jahre, auf eine Bühne gemacht. Jeden Donnerstag. Also da hat sich so viel entwickelt in dieser Zeit. Also das war das Schwierigste eigentlich, hier überhaupt mal Leute herzukriegen, die hier spielen wollen. Ich möchte die Live-Musik fördern. Ich möchte, dass die Live-Musik bestehen bleibt und vor allen Dingen die Jugend Live-Musik macht. Das ist für mich ganz wichtig. Deswegen auch diese offene Bühne und immer unterstützen. Also ganz, ganz wichtig. Ja, haben wir nach Corona nochmal neu nachgedacht, wie können wir was anders machen. Wir haben uns jetzt ein bisschen etabliert. Also, aber dieses Etablieren überhaupt, um Kultur hierher zu bringen, hat wirklich 10 Jahre gedauert. Ja. Also um wirklich zu sagen, jetzt sind wir angekommen. Mittlerweile kommen die Leute aus Hamburg, aus Oranienburg, aus Berlin, eigentlich überall. Leipzig. Ja. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Also der schönste Moment hier im Saal war eigentlich für mich, als wir unsere erste offene Bühne mit so einer anschließenden Session gemacht haben. Das war, ich denke mal 12 Jahre ist es jetzt her, das war wirklich ganz zu Anfang. War Neuland für uns und ja, da waren so viele unterschiedliche Künstler, Musiker dabei, ne? Und wir sind dann abends hier raus, nachdem wir hier so ein bisschen klar Schiff gemacht haben, sind nach Hause. Und wir waren völlig geflasht. Wir haben gesagt, was war das jetzt? Das war so toll. Und wir gesagt haben, ja, genau das wollen wir. Also das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Meine geilsten oder
wirklich berührendsten Momente waren, also einmal die erste Wunschband, die ich hier drin hatte, Whistle Stop, und ja, aber sonst so andere Momente sind, wenn einfach, ich sag mal so wie mit Fred und Thomas oder auch andere Leute, die dann wirklich, wo sich hier Bands entwickelt haben, die aus dem Krenzliner Saal heraus sich hier gesehen haben, hier getroffen haben, gehört haben und plötzlich haben die irgendwann zusammen auf der Bühne standen als Band. Das sind so für mich wahnsinnig schöne Momente, zu sehen, wie wir das geschafft haben, dass die Musikszene hier zusammengewachsen ist, hier in diesem Saal oder aus diesem Saal heraus so entstanden ist. Und dann gibt es noch so andere Momente, ja, wenn dann so eine Sängerin auf der Bühne steht und vor Glück weint. Du meinst jetzt hier die spezielle Sängerin? Das sind Momente für mich, wo es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man so glücklich hier ist und auf dieser Bühne steht oder auch hier auch nach Hause geht oder die Leute hier rausgehen und sie sind so glücklich und nehmen uns in den Arm und sagen vielen, vielen Dank für diesen geilen Abend. War so schön bei euch, wir kommen auf jeden Fall wieder. Das ist für mich das Schönste und da hole ich meine Energie her und deswegen, ja, es gibt nichts Schöneres und da scheiß wird auf Geld. Was würde ich den Leuten sagen? Also, wir sind ja so eingestellt, dass wir den Leuten hier einen netten Abend bereiten wollen. Wir wollen natürlich auch unseren Spaß dabei haben, aber uns ist eben einfach wichtig, dass die Leute hier aus diesem Saal rausgehen. Das ist das, was Matthias vorhin auch schon mal sagte, dass sie zufrieden rausgehen, dass die sagen, boah, was für ein toller Abend, so viel Herzlichkeit, so viel Geselligkeit. Wir kommen gerne wieder. Das ist uns wichtig. Auf jeden Fall, wenn man so eine Idee hat, machen. Auf jeden Fall machen und dranbleiben. Also nicht aufgeben, überhaupt, ob das, egal welche Richtung. Einen Traum zu haben bedeutet für mich, wenn Ramona oder ich einen Traum habe, haben wir versucht, den zu verwirklichen und darauf hingearbeitet, also den zu erfüllen. Das ist einfach alles. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Also dafür ist das Leben einfach zu kurz. Und ab einem bestimmten Alter denkt man wahrscheinlich immer mehr darüber nach, sich die Träume zu verwirklichen und bloß nicht aufgeben. Also einfach machen, auch scheißegal, was die anderen Leute sagen. Das ist völlig unwichtig. Wichtig ist, dass man glücklich ist.